Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hört mich und ihr seht mich und die Technik funktioniert. Ihr könnt gleich mal herzlich über mich lachen, wenn ihr mögt. Ich dachte, es ist ultra adäquat, wenn ich heute hier gleich mal mit Silvesterbrille auf der Nase zu euch komme. Äh, ja, genau. Mit Brille, ne? Hier mit Funkel und mit Brille, wie sich das gehört. Ich hau ja euch immer an und wünsche mir Fotos und ich dachte, dann gehört sich das doch einfach auch, dass ich hier selber auch Flagge zeige und schön einmal hier mit Brille am Start bin. Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr reinschaut. Sehr lieb von euch, dass ihr euch Zeit nehmt, so spontan heute bei dem Stream dabei zu sein. Es gibt heute auch mal wieder eine Deadline. Wir werden um 21 Uhr ziemlich pünktlich Schluss machen, weil nachher die Suse noch mit ihrer Geschenkwerkstatt live ist. Da wird nachher Geschenkpapier gebastelt. Da werde ich auch kurz mit reingucken. Nur, dass ihr schon mal den Fahrplan kennt. Ich habe heute hinten raus ein Limit und versuche entsprechend auch, mich nicht zu verzetteln. So, bevor ich mit euch an die Projekte gehe, würde ich sagen, ne, was sagt ihr? Sternchen. Ja, das Spielkind in mir hat sich mal wieder ausgetobt. Ich habe mir kleine Funkelsterne hierfür drumherum erstellt. Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich sehe schon, die ein oder anderen flattern noch rein. Ich war heute sehr pünktlich und ich bin sehr glücklich, dass hier die ganze Technik direkt mit am Start ist. Das scheint heute mal alles geklappt zu haben. Sieht jetzt jedenfalls für mich aktuell so aus, als hätte das alles gut geklappt. Macht mich happy, macht mich tatsächlich happy. Zumal ich ja wieder mal meinen PC aufgemacht habe, bevor es jetzt hier live ging. Ich habe heute noch eine weitere USB-Karte quasi in den PC eingebaut, weil ihr kennt mich. Hier werden ja immer noch zusätzliche Sachen angeschlossen, eine zusätzliche Kamera und irgendwie zusätzliches Gedönse. Und dafür braucht man natürlich auch zusätzliche Steckplätze. So, und was sagt ihr zu meiner Silvesterbrille? Sehr schick, oder? Ich bin sehr zufrieden wie jedes Jahr. Sie ist tatsächlich ein kleines bisschen anders als in den anderen Jahren. Ich zeige es euch aber auch gleich nochmal unter der anderen Kamera. Wir gucken sie uns nochmal zusammen an. Generell ist die Idee für heute, dass ich mit euch einmal durchgehe und einfach so ein bisschen erzähle, was alles neu in den Shop gekommen ist. Es waren jetzt ja doch ein paar Projekte in den letzten Tagen. Es waren auch erstmal die letzten Projekte. Also mein Beschluss, dass es jetzt für dieses Jahr das erstmal war, ist gefasst. Es ist jetzt erstmal, es reicht. Einfach weil das wahrscheinlich bei euch genau das Gleiche ist, jetzt ja doch Weihnachten in so großen Schritten naht. Und ich hätte noch viele Ideen. Das ist immer ein bisschen das Problem, dass ich so kurz vor Weihnachten noch mal richtig viele Ideen habe, was man noch alles machen könnte. Aber es ist ja nächstes Jahr wieder Weihnachten. Das wird der zweite Teil sein, wenn wir uns die Projekte angeguckt haben, die jetzt schon in den Shop gewandert sind. Gucke ich mal so ein bisschen mit euch, was es alles nicht in den Shop geschafft hat. Einfach aus Zeitgründen. Da dürft ihr gerne ein bisschen was dazu sagen. Ob ihr sagt, jawohl, ist was, hätten wir gerne. Und dann gucke ich auch so ein bisschen mit euch nach der Reihenfolge und wie und wer und was und wo und wann so ungefähr. So wäre der Plan. Ja, und so viel mehr machen wir heute gar nicht. Wenn es ganz und gar passt, kleben wir noch ein Sternchen zusammen. Ich habe hier nämlich noch Einzelteile liegen. Ich habe auch noch nicht aufgeräumt. Wie ist das bei euch? Blitzt und glänzt der Plotterplatz schon? Ist schon alles irgendwie verräumt? Oder seid ihr noch genauso im Weihnachtschaos wie ich? So. Okay, wunderbar. Ich gucke einfach mal. Ja, ja. Hier bei Nadine wird noch der Ziehstern geschnitten. Ich sehe schon, ihr seid schon auch noch am Werkeln. Schreibt ruhig mal in die Kommentare. Ich gucke auch nachher ein bisschen durch. Das ist das eine, was mir dabei noch einfällt. Achtung, ich muss gerade hier im Hintergrund noch mal klicken. Meine beiden liebsten Admins sind nämlich auch da. Mein Mann. Ignoriert diese Nachricht. Die sollte da nicht hin. In dem Pasta. Irgendwie ein dummer Witz. Eigentlich wollte ich nur hier mir ein Fenster aufmachen, wo ich das Ganze sehen kann, wo ich einmal sehen kann, ob jemand von den Admins was markiert. Hallo, guten Abend. Gut, bevor wir uns die Projekte angucken, eine Frage oder ein Lob oder alles zusammen. Danke erstmal an alle, die die aktuelle Aktion in irgendeiner Form mitgemacht haben. Danke an alle, die bestellt haben. Noch aktuell gibt es noch die 15% Rabatt im Shop. Die gelten noch bis einschließlich morgen. Nein, heute ist Dienstag. Ich bin völlig außerhalb von Zeit und Raum. Bis Donnerstag auf jeden Fall. Müsste übermorgen sein. Ich sag ja, es ist absolute Vorweihnachtschaos. Und ja, auch ein dickes Danke an alle, die schon Fotos gezeigt haben. Schaut sehr gerne mal in die Facebook-Gruppe rein, wer das noch nicht gemacht hat. Wir haben so viele, so coole
Bastelfotos in den letzten Tagen gesehen, wie schon lange nicht mehr. Also ich muss mir echt mal Statistiken dazu angucken. Ein dickes Lob und ein dickes Danke an alle, die da mitgemacht haben, die schon was gepostet haben. Zeige ich auch gleich. Man kann sich, da läuft aktuell eine Challenge, damit ein Krönchen verdienen, kann ich euch eigentlich direkt zeigen. Also meine sehr schicke Brille hier, die habt ihr jetzt schon gesehen, die ist schon im Shop. Die ist auch Teil einer Aktion. Und zwar könnt ihr diese Brille euch kostenlos sichern, wenn ihr mindestens für 15 € einkauft. 15 € meint dabei aber die Zwischensumme vor den Rabatten. Das heißt, das, was die Brille regulär kostet, zählt bei den 15 € zum Beispiel schon mit. Die wird ja dann anschließend reduziert auf 0 €. Ihr müsst also nicht tatsächlich 15 € ausgeben, sondern eigentlich deutlich weniger. Das System kann das aber nicht anders. Deshalb steht da als offizielle Zwischensumme vor den Rabatten 15 €, die man erreichen muss. Und dann gibt es die Brille umsonst. So, das ist die Aktion mit der Brille. Es gibt aber auch noch diese sehr schicke, heute ist Verkleidungstag hier bei uns, diese sehr, sehr schicke Krone, oder? Ich bräuchte eine Haarspange, damit die auf meinen Wuschelhaaren auch hält. So, wartet, tada! Dieses Krönchen könnt ihr euch aktuell auch noch für 0 € verdienen. Die Aktion geht auch noch bis Donnerstag. Dafür müsst ihr nur irgendein Foto von einem Werk, das ihr mit einer meiner Dateien umgesetzt habt, entweder in der Facebook-Gruppe posten mit dem Hashtag MiriamKreativKrone24 oder auf Instagram mit demselben Hashtag und mich im Idealfall mit @miriamkreativ auch markieren, damit ich das auch mitbekomme. Das hat bis jetzt sehr gut geklappt. Das heißt, ich bin bis auf heute, die Nachrichten verschicke ich nachher nach dem Stream, ganz gut durchgekommen, euch dann auch den Rabattcode für die Krone zu schicken. Wundert euch nicht, weil das so eine Community Challenge ist, die auf Social Media läuft, verschicke ich diesen Rabattcode per Messenger. Das heißt, ihr kriegt dann eine Nachricht, eine PN, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gepostet habt, wenn ich alles mitbekomme und wenn alles gut geht. Und wenn irgendwas nicht gut geht und ich euch übersehe und ihr innerhalb von 24 Stunden keine Nachricht bekommt, dann schreibt ihr mir einfach eine kurze E-Mail mit dem Link. Ich bin überfordert wieder mit links, rechts, mit dem Link zu eurem Beitrag, zu eurem Challenge-Beitrag. Und dann schicke ich euch den Rabattcode auch per E-Mail. So. Okay, und ich lese gerade noch Ricarda, die schrieb, sie wollte auch gerne auf der Webseite Fotos hochladen, aber da ging leider nichts. Ricarda, das ist meine Baustelle, da muss ich jetzt zwischen den Jahren noch mal ran. Es gibt auf der Webseite eine Kundenfoto-Upload-Funktion, an der muss ich aber erst noch mal arbeiten. Da sage ich Bescheid, sobald es soweit ist. Vielleicht machen wir dann, wenn ich das wirklich alles neu gemacht habe und schön gemacht habe, auch einfach da nochmal eine Challenge, wo ihr auch Bilder hochladen könnt. Weil am Ende ist es natürlich noch schöner, wenn wir es auf der Webseite sammeln. Aber so bis jetzt bin ich schon ganz glücklich über die ganzen ultra coolen Fotos, die wir auf Facebook zu sehen bekommen haben. Auf Instagram sind scheinbar eher wenige von euch unterwegs, zumindest was das Posten angeht. Was das Gucken angeht schon. Das ist immer ganz spannend. Die Instagram-Stories werden mehr angeguckt als die Facebook-Stories, aber ihr seid auf Insta nicht so aktiv am Posten. Völlig egal. Facebook-Gruppe ist genauso fein. Mitmachen, Krönchen noch sichern. Wartet, ich zeige sie euch auch hier nochmal. Ich zeige sie euch auch gleich nochmal hier unter der anderen Kamera. Weil ich habe hier Zeichenlinien mit drauf. Ich habe aber auch noch eine Alternative mit drin, wo ihr die Zahlen aufkleben könnt, anstatt sie zu zeichnen. Ich weiß nicht, jeder von euch mag gern zeichnen. Schauen wir uns gemeinsam an. Ich zeige euch die Brille jetzt gerade nochmal aus der Nähe und die Krone. Und dann gucken wir uns die anderen Projekte an, die noch in den Shop gewandert sind. Ich atme erst mal kurz. Ich bin ganz hibbelig. Ich bin immer hibbelig, wenn ich Kleinigkeiten an der Technik geschraubt habe. Und ich habe wieder viele Kleinigkeiten an der Technik geschraubt. Wir gucken mal, ob ich hier den Wechsel zur anderen Kamera direkt hinbekomme oder ob wir gleich wieder sehen, dass wir nichts sehen. Achtung. Tada! Hier liegt eigentlich schon die Tunnelkarte mit dem Bärchen. Zeige ich euch gleich in Ruhe. Wir haben ja gesagt, wir gucken erst mal Krone. Hier seht ihr sie einfach noch mal vielleicht ein bisschen besser, als wenn ich sie nur nach vorne halte. Und hier könnt ihr hoffentlich das mit den Zeichenlinien auch sehen. Gezeichnet habe ich hier wieder, kann ich euch gerade noch mal ranholen, mit den Edding Gel Stiften. So schauen die aus. Sind einfach sehr zierlich und sehr gut geeignet hier für solche Zeichenlinien. Könnt ihr das sehen, dass die hier so diagonal verlaufen? Das ist aber nur eine Möglichkeit hier, wie ihr diese Zahl auf der Brille noch mal hervorheben könnt. Oh. Mein Mann sagte gerade, ihr habt doppelten Ton. Sorry, Leute, dann muss ich jetzt erst wieder kurz gucken zum Thema an der
an der ganzen Sache geschraubt. So, jetzt. Es echot, Doppelton. Danke. Danke. Hier, nochmal ein Anlauf. Ich hoffe, jetzt habt ihr keinen fiesen doppelten Ton mehr, auch wenn ich an der zweiten Kamera stehe. Gebt mir gerade nochmal einen Daumen hoch, bitte. Ja, besser. Petra sagt besser. Hoffentlich nicht nur besser, hoffentlich gut. Hoffentlich habt ihr jetzt nur noch ein Audio. Alles gut. Danke, meine Lieben. Ihr seid die Besten. Wo der herkommt, weiß ich nicht so genau, aber ich habe ihn abgestellt. So, also, Zeichenlinien, wie gesagt, sind die eine Variante. Dann wollte ich euch noch das hier oben bei den Sternchen zeigen. Und ich zeige euch hier mal noch eine Zeichenalternative. Und zwar seht ihr hier bei dieser noch nicht fertigen Krone, dass ich hier die Sterne in der Mitte nicht ausgeschnitten habe, sondern dass auch hier kleine zusätzliche Zeichenlinien drauf sind, die ich jetzt hier auch mit dem Stift mit umgesetzt habe. Ihr habt im Download für die Krone beide Varianten drin. Ich habe das so umgesetzt, dass dieser Schnitt hier an dem Stern in einer separaten Farbe umgesetzt ist und damit kann man sich entweder entscheiden, hier diese ganzen kleinen Linien aufzuzeichnen oder man kann sich eben entscheiden, hier nur zum Beispiel die Zahlen aufzuzeichnen, stattdessen hier die Sterne in der Mitte mit auszuschneiden. Ihr könnt euch aber auch entscheiden, die Sterne in der Mitte stabil zu lassen, wenn euch das zu filigran ist. Ich weiß, ein paar kämpfen immer noch mit filigranem Papierschnitt. Dann könnt ihr, ich zeige euch das hier von hinten, dann könnt ihr es euch, glaube ich, besser vorstellen, könnt ihr die Sterne hier in der Mitte auch einfach ganz lassen. Ne, das ist auch noch eine Möglichkeit. Also ihr habt hier unterschiedliche Möglichkeiten, was die Umsetzung angeht. Und ich zeige es euch nochmal anhand der Brille. Ich habe euch auch bei der Krone die Zahlen auch einzeln zum Aufkleben mit reingepackt. Bei der Brille ist keine Zeichenliniengeschichte mit drin. Ich weiß gar nicht ehrlich gesagt warum, weil sich das einfach so ergeben hat, dass wir das letztes Jahr bei der Krone mit aufgenommen haben. Bei der Brille sind aber die Zahlen mit drin zum Aufkleben. So, ich hoffe, das war verständlich, was ihr da für Möglichkeiten habt. Hier seht ihr es nochmal relativ klar. Von hinten. Sorry, ihr müsst jetzt von hinten gucken. Ich habe nicht noch eine geschnitten. Muss ich auch alles noch machen für Silvester, kommt nach Weihnachten. So, ne? Aber für diejenigen von euch, die sagen, hier, ich mache bei der Challenge noch mit und sichere mir die Krone schon mal, postet einfach noch ein Foto, wie gesagt, entweder in der Facebook-Gruppe oder auf Instagram mit dem Hashtag MiriamKreativKrone24 und markiert mich am besten auch und dann kriege ich das alles mit und ihr kriegt den Rabattcode für die Krone. So. Krönchen habt ihr gesehen, könnt ihr hier in der Länge auch variieren. Man hat hier hinten so einen Steckverschluss dran, den man auch einfach wieder öffnen kann, wenn man feststellt, ach nee, ich brauche das Ganze doch irgendwie weiter oder enger. Dann kann man das Ganze hier über diesen Steckverschluss einregeln. Es gibt auch noch ein Zwischenstück, muss ich gerade mal gucken, ob ich das hier auch liegen habe. Ja, hier. Man kann die also sogar noch weiter verlängern, falls es nötig sein sollte. So. Krone haben wir abgehakt, Brille haben wir abgehakt, ist eigentlich auch tatsächlich einfach schon ein Traditionsprojekt, muss ich ganz ehrlich sagen, alle Jahre wieder. Und ich freue mich auch schon auf unsere Silvesterfeier und werde die hier für Silvester auch einfach verwenden. Und habe hier noch einen ganz heißen Tipp für alle von euch, die total im Zugzwang oder im Stress sein sollten. Und zwar habe ich euch kürzlich schon mal diese kleinen süßen Silvesterbanderolen gezeigt. Die gab es anlässlich des ersten Advents kostenlos im Shop für 0 Euro. Also kostenlos darf man ja nicht mehr sagen, für 0 Euro. Und auch die könnt ihr übrigens einfach plotten, ein Foto davon machen. Zählt als Challenge-Beitrag natürlich. Ne? Und für alle, die total unter Wasser sind und auch keine Zeit haben, so eine Banderole zu plotten, ihr könntet zur Not auch mal auf eurer Festplatte stöbern, in eurem Handy stöbern, ob ihr nicht schon mal ein Projekt von mir gebastelt und fotografiert habt, dann dürft ihr auch das alte Foto verwenden. Svenja fragt, wo sie die Datei findet. Svenja, guck bitte mal hier in YouTube in die Beschreibung rein, in die Videobeschreibung. Da habe ich euch diese einzelnen Projekte verlinkt. Ne, da habe ich die Brille verlinkt, da habe ich die Krone verlinkt. Wenn ihr dem Link zur Krone folgt, steht da auch nochmal alles, was ihr zur Challenge wissen müsst. Da stehen die Informationen für die Challenge auch nochmal drin. Das heißt, ihr müsst euch nachher nicht nur 5-mal das Video anhören, sondern ihr könnt einfach in die Produktbeschreibung von der Krone gucken. Da sind die Infos zur Challenge auch nochmal hinterlegt. Okay, Brille, Krone, denke ich, erledigt. Wenn ihr doch noch Fragen dazu habt, haut die einfach in die Kommentare rein. Dann gucken wir uns jetzt die Tunnelkarte an, die hier schon lag. Das hier ist meine Bärchentunnelkarte und es war ja allerhöchste Zeit für eine neue Tunnelkarte. Für alle, die es richtig eilig haben, kann ich total so eine Tunnelkarte empfehlen. Wenn ihr noch irgendwo ein schnelles Geschenk braucht, weil ihr einen Gutschein verschenken wollt oder einfach nur Grüße oder weil ihr was in der Hand haben wollt,
und nicht nur irgendwie mit leeren Händen kommen wollt. So geht es mir ganz oft, obwohl wir ganz oft ja irgendwo ausgemacht haben, wir schenken uns nichts. Aber wenn man dann irgendwo hingeht, dann will man doch immer so eine Kleinigkeit haben. Dann kann ich euch die Tunnelkarten total ans Herz legen, weil diese ultra schnell gemacht sind. Man schneidet die 4 Motivlagen. Ich habe die hier zusätzlich auch wieder mit Zeichenlinien versehen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier unter der Kamera sehen könnt. Ich hoffe es. Ist vielleicht ein bisschen zu hell sogar hier. Hier die Sternchen habe ich golden gezeichnet. Hier diese kleine süße Kette im Hintergrund. Da habe ich die Kügelchen in rosa gezeichnet und die Linien zwischendrin, die habe ich auch in Gold umgesetzt. Ist immer ein bisschen schwer einzufangen, je nachdem wie das Licht steht, aber ultra schnell gemacht. Und wenn es noch schneller gehen soll, lasst die Zeichnung einfach weg. Ihr habt hier auch wieder beide Möglichkeiten, mit Zeichnung, ohne Zeichnung. Ich glaube, ja, wir brauchen in Zukunft noch mehr Tunnelkarten, ne? Ja, Sonja wünscht sich eine Tunnelkarte als Trauerkarte vielleicht mal für nächstes Jahr. Sonja, versuche ich auf jeden Fall. Sei bitte so lieb, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. Hau bitte diesen Wunsch noch in die Wunschliste auf der Webseite. Hier, Sandra schreibt auch zu Recht, als Trauerkarte ist der Baum echt schön. Ja, es gibt schon eine Tunnelkarte mit einem Baummotiv, die kann man da durchaus nehmen. Wenn ihr solche Wünsche habt, haut die ruhig rein. Ich bin noch total am mich sortieren, was es nächstes Jahr der Reihe nach geben soll. Das heißt, ihr habt aktuell beste Chancen, dass eure Wünsche auch tatsächlich erhört werden. Okay. Das Schöne an der Tunnelkarte ist auch wieder, man kann die komplett glatt machen. Es gibt für die Tunnelkarten passende Umschläge im Shop, auch als 0-Euro-Datei, die könnt ihr euch da einfach runterladen. Und es gibt diverse Erweiterungen, man kann das Ganze auch mit einem Klapprahmen zum Beispiel umsetzen. Macht es euch aber vor Weihnachten nicht mehr zu stressig. Ich persönlich mag auch diese Basistunnelkarte total, die hier einfach an der Seite dieses gefaltete Verbindungsteil hat. Die sind ultra schnell gemacht, man muss nicht mehr in der Software irgendwie noch groß rumkämpfen und ist irgendwie gleich mit einer Kleinigkeit fertig. Ne? Und die machen auch was her. Man kann die auch so einfach hinstellen, elektrisches Teelicht hinten dran, dann hat man sogar so eine improvisierte Beleuchtung und fertig. Genau, und Sandra wünscht sich nach wie vor was Cooles für Teenies und Männer. Sandra, ich habe das ganz dick im Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen dessen liegt, was ich hinbekomme. Aber ich werde es, guter Vorsatz fürs nächste Jahr, auf jeden Fall probieren. Ob das dann wirklich cool ist oder ob es nur fast cool ist, das werden wir dann sehen. Schauen wir uns dann einfach an. Wo wir schon beim Thema Tunnelkarten sind, schweife ich noch einmal ganz kurz ab und zeige euch ein Projekt, das noch ein Projekt in Arbeit ist, das ich nicht mehr fertig geschafft habe. Da geht es um die Mini-Tunnelkarten. Da dürft ihr gerne auch gleich mal eure Meinung dazu sagen. Und zwar geht es um dieses Kugelprojekt hier. Diese Kugel ist ein Pop-up-Projekt. Das heißt, man kann das Ganze platt machen, indem man das einfach hier so, Notenversuch, indem man das hier seitlich vorsichtig platt zieht. Ne? Ich habe es im Moment mit platt machen, oder? So. Und dann kann man die glatt aufbewahren, kann sie verschicken und so weiter. Und was ich hier in der Mitte eingebaut habe, ist meine Mini-Tunnelkarte Stern. Der Witz hieran ist also, dass es eigentlich wieder eine Erweiterung sein soll für meine Tunnelkartenmotive, wo ihr dann in der Mitte alle möglichen Tunnelkartenmotive einsetzen könnt. Das hier ist jetzt die Mini-Tunnelkarten-Variante. Ich bräuchte das Ganze also noch eine ganze Nummer größer für die normal großen Tunnelkarten. Seht ihr, glaube ich, im Größenvergleich auch, wenn ich euch hier die normale noch mal ranhole, dass da die Kugel entsprechend wachsen müsste. Bevor ich mich da Hals über Kopf reinstürze und da mir richtig Arbeit macht, das Ganze hier entsprechend auch für die große Kugel, also für die großen Motive entsprechend umzusetzen, dann auch mit, ich würde sagen, dann auch mit noch mehr Lagen. Dürft ihr auch gerne noch mal was dazu sagen? Wollte ich einfach mal hören, was ihr generell dazu sagt. Sehr süß. Ich lese wieder meine Clubbis hier in den Kommentaren. Grüße gehen raus. Also erstmal zu Nadines Frage, mit welchem Druck schneide ich Transparentpapier mit der Juliette? Nadine, ich würde dir einen Anpressdruck von 15 empfehlen bei der Juliette mit dem Transparentpapier. Ansonsten, die Petra wünscht sich weiterhin ihren Schornsteinfeger. Petra, ich denke an dich. Und sonst seid ihr auch schon so ein bisschen motivtechnisch bei Delfin, Segelboot, Surfer und so weiter. Okay. Wie gesagt, auch hier haut die Wünsche in dieses Wunschformular, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ich das nicht vergesse. So, ich zeige euch jetzt bei dieser Kugel noch was, weil ich kenne ja meine allerliebsten Pappenheimer. Und was hier noch fehlt, ist natürlich Beleuchtung. Das soll ja aber ein zierliches Projekt bleiben und gut zusammenklappbar und. Und bestimmt habt ihr auch schon mal irgendwo im Internet diese Sockel gesehen. Und ich habe mir jetzt einfach ganz faul
so einen Holzsockel bestellt. Achtung, das wird jetzt wahrscheinlich sehr hell, wenn ich auf den Knopf drücke. Ich habe die vorhin nämlich auch das erste Mal selbst angemacht. So. Und er leuchtet wirklich sehr kräftig. Ist vielleicht für die kleine Kugel schon zu viel. Und es ist hier vor allem zu hell. Wartet mal, wenn ich die anderen Lichter ausmache, damit wir mal eine Idee kriegen, wie das dann aussehen würde. Das ist immer noch viel zu hell. Also es knallt wahrscheinlich dieses spezielle Sockelmodell für meine kleine Kugel auch zu sehr. So. Ah ja, also ich bin schon ganz verblitzt. Ich sehe jetzt als eigentlich nur noch schrilles Leuchten. Aber ich glaube, man kriegt die Idee, oder? So. Genau, Ricarda wollte schon fragen, wie beleuchte ich die Kugel. Ricarda, das hier wäre mein Vorschlag für einfache, schnelle Beleuchtung. Und wenn wir wirklich sagen, wir finden, das beleuchtet irgendwie smart, dann würde ich tatsächlich auch das Kugelmodell so anpassen oder ein zusätzliches Kugelmodell so modifizieren. Ich drehe das mal um, dass es nicht so grell ist. Wo wir unten einen glatten Boden dann haben. Weil im Moment ist die Kugel einfach noch rund. Es ist halt noch ein Prototyp und ich wollte die auch einfach nur irgendwo hin aufhängen. Aber wenn man schon weiß, dass die auf so einem festen, geraden Sockel stehen soll, dann könnte man das Ganze unten ja auch schön gerade machen. Vielleicht unten sogar wie bei einem, irgendwer hatte sich ursprünglich mal die Möglichkeit gewünscht, so eine Art, diese Schneegläser, wie heißen die denn richtig? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Die haben doch oben immer diese Kugel und unten dann so einen Sockel. Und so einen Sockel könnte ich hier theoretisch auch dran machen. Dann kann man das Ganze leichter hier drauf positionieren. Ist gerade ganz praktisch, dass ich das mit euch einmal so ein bisschen ausprobiere, weil ich tatsächlich finde, dass ich jetzt, wo ich das in der Hand habe, das gar nicht so schlecht finde, wenn die Kugel so ein bisschen nach hinten geneigt ist, wenn die da nicht komplett gerade drauf steht. Das streut das Licht besser und der Betrachtungswinkel ist auch schöner. Silvi fragt, mit welchem Begriff muss man dann nach den Sockeln suchen? Oh, Silvi, ich glaube, ich habe einfach LED-Sockel, Leuchtsockel bei Amazon gesucht. Schreibt mir sonst einfach mal kurz, ich kann dir nachher den Link raussuchen von dem Ding, das ich hier bestellt habe. Obwohl ihr jetzt hier seht, ne, jetzt hab ich den Winkel gefunden, oder? So sieht's gut aus, ne? Vorher hat es doch noch sehr geknallt, aber so leuchtet es ganz gut zwischen die Lagen. Ne? Also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Und so mit dieser Variante drumherum, genau die Schneekugeln zum Schütteln, danke Yvonne, die meine ich, die haben so einen Sockel unten dran. Und wenn man hier so einen Sockel unten dran machen würde, dann würde das ein bisschen entspannter auch da drauf stehen. So. Okay. Also wie gesagt, die Kugel, Projekt in Arbeit. Ich mache jetzt mal hier wieder normalen Lichtzustand. Einmal Sockel aus. Das Schöne an dem Sockel ist halt, dass man da nichts irgendwo reinfriemeln muss, ne? Man kann einfach den Sockel unten drunter stellen, kann die Kugel oben drauf stellen und fertig. Und wenn man dann verschiedene Kugeln mit verschiedenen Motiven hat und die noch dazu so wunderbar platt aufbewahren kann, macht man die einfach platt, räumt sie weg und stellt die nächste Kugel drauf. Ja, genau, Antonia schreibt, mit Stromanschluss von Batterien habe ich erstmal die Nase voll. Ja, tatsächlich, Antonia, da ist ein USB-Anschluss dran an der Variante, die ich jetzt hier habe. Wenn jemand da eine ultimative Empfehlung hat, was diese Sockel angeht, könnt ihr mir auch sehr gerne nochmal schreiben. Das, was ich da jetzt bestellt habe, war ein Viererpack. Da waren 2 quadratische und 2 runde Sockel drin. Für diese kleinen Kugeln könnte es vielleicht sogar was mit ein bisschen weniger Leuchtkraft sein, aber ich bin noch so ein bisschen unschlüssig. Also wenn jemand sowas schon verbastelt hat und super gute Teile hat, dann einfach Link zu mir. Sehr gut, Silvi ist mit LED-Sockel fündig geworden. Perfekt. Also, Kugel wäre ein Projekt dann eben jetzt für nächstes Jahr. Wenn es eine normale Kugel ist, ohne dass sie diesen typischen Schneekugelsockel hat, dann oder Schüttelkugelsockel, dann finde ich die auch nicht zu weihnachtlich, ehrlich gesagt. Ja, das erzähle ich euch jetzt, wo ich das Motiv hier mit dem Stern drin habe. Aber ich habe ja wirklich Tunnelkarten mit den unterschiedlichsten Motiven, mit ganz vielen, ja, verschiedenen, überhaupt nicht weihnachtlichen Motiven. Und das könnte man dann ja auch jahreszeitlich ungebunden im nächsten Jahr noch machen. Ja, ich lese gerade Biancas Frage, ob man die Kugel auch irgendwie so machen kann, dass die auf der Rückseite offen ist. Guck mal, Bianca, ich kann dir eins mal zeigen. Das Problem an der Rückseite offen, wir können ja gerade mal gemeinsam von oben drauf schauen, ist das, was du jetzt hier siehst, wo ich jetzt den Finger dran habe, das ist die hinterste, das ist die letzte Lage. Und selbst wenn die weg wäre, dann guckt man halt von vorne auf diese Streben hinten drauf. Da müsstest du mir mal sagen, ob du das trotzdem gut finden würdest. Also faktisch kann man natürlich einfach hergehen und könnte diese letzte Lage hier weglassen, beziehungsweise ich habe auch schon Prototypen zusammengebaut,
wo ich für diese letzte Lage Transparentpapier verwendet habe, damit hier eben trotzdem Licht durchfallen kann. Das wäre noch so eine Idee. Sonst, wenn man wirklich durchgucken will, müsste ich die Kugel hier hinten offen lassen und dann wirkt sie halt aus mehreren Perspektiven nicht mehr wirklich rund. Ich kann euch die einfach so mal drehen. Ne, und dann sieht man, dass es sowieso schon so ein bisschen eingeschränkt ist, aber das liegt ein bisschen, also die Rundheit aus allen Richtungen. Aber das Teil hat ja einen klaren Betrachtungswinkel und ich finde, aus dem wirkt es sehr räumlich. Und hier hätte man theoretisch noch mehr Lagen einbauen können, aber das wird dann einfach sehr friemelig. Die kriegen dann hier Schnittpunkte und das macht das Ganze eigentlich nur unnötig kompliziert und nicht wirklich so viel schöner. Deshalb habe ich mich jetzt erstmal so für die Umsetzung, wie sie hier ist, entschieden. Aber was theoretisch ginge, ist, dass ich sage, hier ist mit den Lagen Schluss, dann wäre sie hier offen an der Seite. Könnt ihr euch gerne mal Gedanken machen, könnt ihr mit in die Kommentare reinschreiben. Das wäre sowas für mich, wo ich jetzt ganz bald gerne nochmal dran gehen würde, weil ich habe das in anderen Konstellationen schon immer wieder gesagt. Wenn die Sachen bei mir zu lange liegen, dann wird die Hürde, das Projekt wieder anzugehen, meist dann irgendwie immer höher. Deshalb würde ich da ganz gerne bald wieder rangehen. Ich lese gerade Erika, die schreibt, dass es bei Ideen mit Herz Leuchtsockel mit Timer gibt. Sehr guter Tipp. Danke, Erika. Dann gucke ich da mal. Zumal ich bei Ideen mit Herz auch immer meine Vollquillfolien bestelle. Perfekt. Okay, dieses Projekt in Arbeit packen wir zur Seite und gehen weiter zum nächsten fertigen Projekt. Was Schnelles. Schnelles, Einfaches. Und zwar, tada, nochmal Sternrosetten. Falls ihr euch fragt oder wundert, kenne ich doch irgendwoher, es gab letztes Jahr schon die Sternrosette in dieser Größe. Das war die ursprüngliche Originalgröße. Dieses ganze Rosettenthema hat irgendwie angefangen mit den Herzen, die ich damals für unsere Hochzeitsdeko gebastelt habe. Und dann kam noch das ein oder andere Teil dazu. Ihr könnt natürlich theoretisch diese Originalrosette hier, die ich letztes Jahr schon in den Shop geschafft habe, ihr könnt die theoretisch vergrößern. Wenn ich die aber einfach nur skaliere, größer skaliere, dann wird die auch dicker. Ne? Dann wird die nicht nur größer, sondern dann wird die auch dicker. Und dann wirkt sie einfach nicht mehr so filigran und zierlich. Und deshalb habe ich mich dieses Jahr dazu entschieden, hier einfach noch eine größere Variante umzusetzen. Man kann die stapeln, man kann die super miteinander kombinieren und sie sind gleich dick, weil hier die zusätzliche Größe entsteht, indem ich hier zusätzliche Segmente hinzugefügt habe. Wenn ihr euch hier einmal die kleine Rosette anguckt, dann hat die hier von Vertiefung zu Vertiefung, also an jeder Sternspitze, 6 solche Faltsegmente. Und wenn ich jetzt zu der größeren Größe gehe, die jetzt dieses Jahr für euch in den Shop gewandert ist, dann haben wir hier nicht 6 Segmente, sondern haben hier pro Spitze 8 Segmente. Und bei der ganz großen Variante haben wir nicht nur 8, sondern haben sogar 10 Segmente. Das heißt, um das Ganze wachsen zu lassen, habe ich es nicht einfach skaliert, sondern ich habe die Formen so angepasst, dass man sie wunderbar auch in der größeren Größe umsetzen kann. Ist auch was ihr super gut machen könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr jetzt einfach noch was Schnelles braucht. Wenn ihr zum Beispiel eine Gutscheinkarte habt oder irgendwas, wo ihr nur was Schönes in der Hand haben wollt. Diese Sterne sind ultra schnell gebastelt. Wenn wir jetzt gleich am Ende vom Stream noch ein bisschen Zeit haben, dann klebe ich einen zusammen, weil ich habe hier noch die Einzelteile liegen. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Einfach hier die Gutscheinkarte drauf, ein schönes Bändchen dran, ein Schleifchen dran gebunden und schon hat man irgendwie was in der Hand, damit ihr die einmal gesehen habt. Ganz wichtig, wenn euch diese Rosettenprojekte irgendwie anlachen oder interessieren, ist, dass ihr euch hier fürs richtige Material entscheidet. Das sage ich deshalb nochmal dazu, weil die meisten meiner Projekte ja immer aus relativ dickem Material geschnitten werden. Das ist immer 220 Gramm Tonkarton, bei fast allen von meinen Projekten. Und bei diesen Rosettenprojekten ist der zu dick. Das heißt, da wählt man besser dünneres Papier. Ich habe jetzt hier ein Papier verwendet, das hat 110 Gramm pro Quadratmeter. Irgendwie sowas um den Dreh würde ich euch auch empfehlen. 110 Gramm, 120 Gramm ist eine gute Stärke für diese Rosettenprojekte. Was ihr bei der goldfarbenen Umsetzung jetzt nicht seht, was aber bei den Rosetten auch ziemlich cool ist die Positionierung der Klebelasche. Das muss ich vielleicht hier auch noch dazu sagen. Es hat sich nicht nur die Anzahl hier der Segmente geändert, sondern ich habe euch hier bei diesen großen Rosetten das Ganze auch in 2 Hälften geteilt. Das heißt, die große Rosette besteht aus 2 Papierstreifen, einem und noch einem, während die kleine aus einem einzigen Papierstreifen besteht. Einfach, um das Ganze trotzdem A4-tauglich zu halten. So könnt ihr das Ganze einmal wirklich auch noch mit A4 umsetzen und trotzdem diese Größe an Stern am Ende erhalten. Und
zum Thema, wo sind eigentlich die Klebelaschen? Die Klebelaschen liegen nicht irgendwo breit hinter einem dieser Segmente. Das wäre ein bisschen doof, wenn man die Teile zum Beispiel ins Fenster hängt. Beim Goldpapier werdet ihr das nicht so krass sehen, aber ich habe im letzten Jahr meine Rosetten eigentlich immer aus weißem Perlmuttpapier gebastelt. Und wenn die dann irgendwo am Fenster hängen und das Licht fällt durch, dann ist es ultra doof, wenn man irgendwo so eine dicke Lasche hat, weil die Klebelasche immer dunkler ist zwangsläufig, ne? Weil da einfach dann das Material doppelt liegt und kein Licht durchkommt. Und deshalb ist hier die Klebelasche auch nicht so positioniert, dass sie hier hinter einem Segment liegt, sondern ihr seht hier auf der Rückseite dieses Teil hier, das hier. Das ist die Klebelasche. Hier werden 2 Laschen aneinander geklebt, rechts und links, und dann kommt noch ein Überschlag drüber, der eben hier das Ganze gegen Auseinanderziehen sichert. Und dadurch hat man einerseits hier eine Aufhängung, die eben nur wirklich auf einer Seite sichtbar ist. Ich muss also nirgendwo jetzt noch ein Loch durch den Stern stechen, sondern habe hier hinten, kann man dieses winzige Löchlein sehen, in dieser Lasche ein Löchlein zum Aufhängen, und habe gleichzeitig die Klebelasche wunderbar wegorganisiert, weil sie so einfach super unauffällig ist. Silvi fragt gerade zwischendurch, Vollquill bei Ideen mit Herz, sind das die 10 Meter Rollen? Ja, Silvi, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Gut. Das sind die Sternrosetten, wie gesagt, ultra schnell gemacht. Ist auch was man vielleicht sogar mit Kindern basteln kann, vorausgesetzt, ihr seid diejenigen, die den Heißkleber bedienen. Wie gesagt, wenn wir am Ende noch dazu kommen, zeige ich einmal ganz kurz den Zusammenbau, weil die wirklich ultra schnell gemacht sind. Und ich noch Einzelteile hier liegen habe, die ich noch übrig habe von meinem Anleitungsvideo. Ich habe ja hier entsprechend für euch einmal auch wieder ein Anleitungsvideo aufgenommen, wo genau gezeigt ist, wie das funktioniert. Ich dachte, ich mache wieder ein frisches Anleitungsvideo, weil es eben 2 Hälften sind und nicht ein Teil und man entsprechend zweimal Klebelaschen verbinden muss. Und da wollte ich euch nicht einfach auf das Anleitungsvideo vom letzten Jahr verweisen, sondern habe wieder ein frisches Anleitungsvideo aufgenommen. Genau, Ricarda, welches Papier das ist, hatte ich schon gesagt. Da kann ich euch noch mal 2 Sachen zeigen. Moment, wenn ich drankomme an meinen Schrank. Ihr habt da nämlich eigentlich 2 sehr schöne Optionen. Und dann gebe ich euch gerade mal kurz den Vergleich. Muss ich gerade mal hier selbst bei meinem Papier wühlen. Wartet. Ich bin sofort wieder bei euch. Hier. Weil Gold auch nicht gleich Gold ist bei den Papieren. Ich habe euch auch 2 Goldpapiere verlinkt, die beide geeignet sind. Aber sie sind vom Farbton her ziemlich unterschiedlich. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hier mit dem vielen Licht überhaupt eingefangen bekomme. Muss ich vielleicht das unmittelbare Licht oben drüber mal ein bisschen reduzieren. So. Und ich glaube, so könnt ihr es schon erahnen, dass das eine einfach ein bisschen heller Gold ist und das andere einfach ein bisschen dunkler Gold. Sorry, ihr Lieben, ich muss gerade mal ganz kurz husten, muss mich mal kurz ausschalten. Zum Vergleich, das hier ist das Papier mit den 110 Gramm, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das ist Neusser Papier. Und die anderen, das hier sind die 120 Gramm. Das ist wieder Pollen von Clairefontaine. Ich benutze beide Goldpapiere für solche Rosettenprojekte sehr gerne. Ich benutze die aber zum Beispiel auch als Karteneinleger sehr gerne. Ach, guckt mal hier. Ich glaube, jetzt kriegt ihr noch mal ein bisschen besser die Idee, oder? Wenn ich euch den Stern da drauf lege. Der hat halt jetzt auch noch zusätzlich Schattenwurf drin, aber hier seht ihr, dass ich den Stern aus dem dunkler goldenen Papier umgesetzt habe. Ja, ich lese gerade Maria, genau. Perfekt mitgedacht, Maria. Diese Sterne in der großen Größe, die haben jetzt durch diese Teilung in 2 Teile auch 2 Ösen. Das heißt, ihr habt ein Loch oben und ein Loch unten. Und das habe ich auch bewusst so gelassen, weil ihr damit jetzt lange Girlanden und Ketten und sowas bilden könnt. Ne? Das heißt, man kann jetzt wirklich hier einfach den Faden auf der einen Seite und auf der anderen Seite einhängen und kann dadurch einfach ganz schön auch längere Girlanden und solche Sachen umsetzen. Okay, so, Achtung. Tada, nochmal ein Kamerawechsel. Bevor wir jetzt ganz kurz in die Werbung schalten, mal sehen, ob das heute funktioniert, habe ich direkt noch eine Frage an euch. Macht euch das seekrank, dass die Kamera sich hier so ein bisschen mitbewegt? Oh, ich habe meine Frisur ruiniert. Seht ihr das? Wenn ich so ein paar Schritte hin und her gehe, dann bemüht sich die Kamera, mich im Bild zu behalten. Ist das okay? Oder macht euch das irgendwie
fühlt ihr euch wie betrunken, wenn ihr vor dem Monitor sitzt. Auch das ist so eine komische Sache, die ich heute mal ausprobieren wollte. Aber ich bin selbst noch nicht sicher, ob ich das gut finde. Es hat halt den Vorteil, dass ich im Bild bleibe, auch wenn ich mich bewege. Achtung, ich stelle es mal ab. Ich versuche es nochmal. Ich stelle es mal ab. Jetzt ist es an. Geht's aus? Ja, jetzt ist es aus. So, jetzt steht die Kamera. Also der Unterschied ist halt einfach, ja, Bianca schreibt auch, für mich lieber ohne. Ja, Bianca, ich glaube es auch fast, ne? Ich habe mich jetzt so gefreut, dass dieses Feature funktioniert, aber der ganze Hintergrund, also, ja, es hat was von Seegang, finde ich. Komisch. Es ist auf jeden Fall ungewohnt. Also ich glaube, wir gucken mal, wie es ist. Es ist für mich leichter, im Bild zu bleiben, weil ihr kennt mich. Ich mache auch gern mal mit euch einen Stream, der halt irgendwie 3 Stunden dauert. Und dann immer an einem Platz zu stehen, ist anstrengend. Dann ist es eigentlich ganz schön, wenn die so ein bisschen mehr Raum mir gibt. Ne? So, nicht so ein bisschen hin und her gehen kann. Ja, ich bin auch nicht sicher. Ich glaube nämlich auch, dass es vielleicht auch irritiert. Okay, so viel dazu. Technikcheck erstmal beendet. Wir fixieren die Kamera einfach wieder an ihrem Platz. Ich schicke euch jetzt 30 Sekunden in die Werbung. Trinkt zwischendurch mal einen Schluck. Bin sehr gespannt, ob das in die Werbung schicken und euch danach direkt wiederbekommen auch funktioniert. Streckt euch auch einmal. Gönnt euch hier einen kleinen Tee oder sowas, wenn ihr irgendwas da habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Huhu! Ich habe die Zeit genutzt und habe meine Brille wieder angezogen und hier mein Sternchen einmal aus dem Weg geräumt. Hat es jetzt geklappt? Sorry, da müsst ihr jetzt noch ein paar Mal durch. Also diejenigen von euch, die YouTube Premium haben, die haben wahrscheinlich einfach nur gleich geht's weiter gesehen. Habt ihr ansonsten jetzt Werbung gesehen oder habt ihr keine Werbung gesehen? Für mich immer wieder sehr spannend. Falls ihr euch fragt, was soll das Ganze, das ist einfach so der Versuch, mich hier mit YouTube ein bisschen auszutoben. Und tatsächlich kommerzialisiert YouTube die Inhalte so oder so. Das heißt, ich bin einfach der Meinung, wenn die sowieso Geld damit verdienen, dann dürfen sie mir auch gern was abgeben. So. Und ich nutze das, um den nächsten Plotter zu kaufen und mit euch dann hier das nächste Testvideo zu machen. So ungefähr ist der Plan. Genau, Maika schreibt keine Werbung mit YouTube Premium. Ja, ist klar, genau. Wer YouTube Premium hat, der hat definitiv keine Werbung. Aber da gibt es dann halt über YouTube Premium eine kleine Belohnung sozusagen. Okay. Ja, die einen. Freenet, Steuertipps. Ja, was ihr für Werbung bekommt, das entscheidet YouTube. Da habe ich nichts mit zu tun. Aber ansonsten, ja, ist es für mich gar nicht schlecht, weil ich kann mich zwischendurch einmal strecken. Ich kann was trinken, ohne dass ihr meine Trinkgeräusche hören müsst. Und dann seid ihr einfach wieder auf dem geht gleich weiter Bildschirm wahrscheinlich. Ne? Was dem noch fehlt, ist so eine Zeitleiste, die runterläuft, damit ihr einfach seht, hier gleich ist sie wieder da mit ihrem Quatsch. Leute, ich bin heute ein bisschen aufgekratzt. Ich bin noch nicht so ganz da angekommen, dass ich sage hier Weihnachten und durchatmen und mal gar nichts machen. Ich bin gespannt, ob mir das dann doch noch gelingt. So. Gut. Ich überlege gerade, womit wir weitermachen. Wir gucken Ziehsterne. Das ist eigentlich das aktuell. Maika sagt, die Fahrstuhlmusik fehlt noch. Ja. Ihr kriegt so ein. Vielleicht gibt es in Zukunft auch noch so ein kleines Zwischending. Schnell bewegen darf ich mich nicht. Wahrscheinlich hier, was diese. Ne? Hier, so. Hier. Was das hier angeht. Ja, das ist so eingestellt, dass es mit einer gewissen Trägheit hinterhergeht. Aber wir können das auch wieder festhalten. Alles gut. Ihr kennt mich. Ich mache zwischendurch. Ich brauche diese ganzen Technikspielereien. So wie mein Glitzerrand hier. Aber der ist gut, oder? Also ich finde den gut. Gut. Wir gucken Ziehsterne. Achtung. Ziehstern Nummer 3. Und ihr wisst, dass das der für mich spaßigste Teil des Abends wahrscheinlich wieder wird, weil ich das einfach liebe, diese Dinger platt zu machen. Das ist übrigens Nummer 3, weil es vorher schon 2 andere Ziehsternmodelle gab, die ersten letztes Jahr. Ich wollte euch aber nicht damit langweilen, das gleiche immer wieder zu zeigen. Deshalb zeige ich euch hier einfach heute nur die 9 Ziehsterne. Und zwar schauen die so aus, sind diesmal 8-zackig, sagt man das so beim Stern, Zacken, Spitzen, 8-strahlig, ihr wisst, was ich meine, und sind bewusst länglich gehalten. Bei mir sollen die in den Weihnachtsbaum und wie immer demonstriere ich zuerst, warum die Dinge eigentlich Ziehstern heißen. Achtung! Pam!
weil man sie platt machen kann. Und jetzt kommt warum Ziehstern und dann zieht man hier oben an dem Faden und dann stehen sie wieder. So, ne? Dann stellen die sich wieder auf und haben wieder ihre 3D-Form. Und ich liebe diese 3D-Form total. Ich habe da im Vorfeld auch wieder total Arbeit reingesteckt, weil es sollte ein einfaches, schnelles Projekt sein. Und ihr müsst hier tatsächlich nur Klebelaschen am Rand vom Stern kleben. Und damit es funktioniert, müssen die ganzen Winkel in der Mitte sich perfekt auf 360 Grad summieren. Deshalb habe ich mit einem 3D-Modell gearbeitet und habe das vorher alles ganz genau durchgerechnet und habe nochmal ein neues 3D-Modell gemacht, weil ich das Ganze um 2 Grad noch schöner haben wollte, damit das Ganze dann hier im inneren Zusammenbau auch funktioniert. Ihr habt eine Vorderseite und eine Rückseite. Die Faltung von beiden Seiten funktioniert ganz genau gleich. Das heißt, wenn man einmal die Faltung raus hat und man sieht sie hier eigentlich auch, ne? Von Spitze zu Spitze wird einfach die Bergfalte jeweils gefaltet, in den Vertiefungen die Talfalte und ringsum bei den Klebelaschen dann nochmal eine Bergfalte. Dann falten die sich eigentlich fast von selbst. Ja, und dann muss man, dann muss man noch den sehr starken, möglichst reißfesten Faden einfädeln. Ich habe da einen 100% Polyester sehr starken Nähfaden verwendet. Und dann werden die beiden Hälften zusammengeklebt. Ja, und das geht rucki-zucki. Und deshalb kann man jetzt auch vor Weihnachten noch wunderbar mehrere davon basteln. So, okay. Das ist die einfache Variante, also quasi mit nur Schneiden und Kleben. Auch die finde ich persönlich schon sehr schick. Und Weiß und Gold darf dieses Jahr, glaube ich, beides in meinen Baum. Aber ihr wisst es, ich liebe aktuell das Zeichnen und ich liebe Schnörkel. Und entsprechend gibt es für diese neuen Ziehsterne auch wieder Zeichendeko. Und ich fange mal mit der Schnörkel-Variante an. Die wollte ich euch auch unbedingt hier nochmal im Stream zeigen, weil ich mir immer so schwer tue, von sowas brauchbare Fotos zu machen. Jetzt auch mal gucken, wartet. Auch hierfür, Achtung, jetzt wackelt kurz die Kamera. Ich sag's euch, man lernt hier, wenn man mit sowas hier arbeitet, lernt man nie aus. Jetzt stelle ich euch den Fokusbereich um in der Hoffnung, dass der euch das wirklich auch knackenscharf schaltet, wenn ich das jetzt hier dran halte. Ja, ja, ich hoffe, ihr seht es. Jetzt drehe ich ihn euch einfach einmal ringsherum, damit ihr diesen schönen Glanz auch sehen könnt. Das Schwierige nämlich, wenn ich versuche, das zu fotografieren, ist einerseits sollt ihr ja noch einen Schattenfall haben, um wirklich auch die 3D-Form so ein bisschen erahnen zu können. Andererseits sollt ihr das Motiv erkennen können. Und dann wäre es immer noch schön, wenn man den Glanz auch noch einfangen kann. Und das kriege ich immer alles nicht gewuppt. Das ist immer zu schwierig für mich beim Fotos machen. Und deshalb zeige ich euch sowas unheimlich gerne nochmal in bewegten Bildern, weil man einfach einen besseren Eindruck bekommt. Umgesetzt habe ich die Zeichenlinien hier mit dem Vollquill mit mittlerer Spitze, mit goldener Folie, mit goldener Veredelungsfolie. Es hätte noch ein Schnuff mehr Druck sein können. Dann wären diese Linien noch etwas kräftiger ausgefallen. Aber ich bin mit dem Ergebnis trotzdem schon sehr, sehr zufrieden. Und die passen wunderbar zu den Ziehsternen vom letzten Jahr, die auch dieses Schnörkelmotiv haben, weil ich genau dieses Schnörkelmotiv hier für diesen neuen Stern angepasst habe. Da habe ich auch eine halbe Nacht dran getüftelt, um das Ganze so zu verteilen, dass es dann hier auch wirklich von den Abständen her und allem irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, die Arbeit hat sich gelohnt. Weil ich die Frage gerade lese, ich habe hier für die Folierung mit einem Druck von 15 gearbeitet, Nadine, Geschwindigkeit 5 und Stiftwerkzeug ausgewählt, wenn du mit der Juliette arbeitest. Ich habe dann aber die späteren Teile, ich zeige gleich hier nochmal die Variante mit den Zeichenlinien und da kann man, glaube ich, schon sehen, dass man es hier ein bisschen deutlicher sieht. Hier habe ich mit einem Druck von 20 gearbeitet. Bianca fragt, welche Spitze ich für den Maker empfehle. Bianca, boah, da muss ich passen, weil ich diese Folienveredelung für den Maker gar nicht habe. Kann ich da also gar nicht genau beantworten, leider. Ja, und Vollquill bei der Juliette, wie gesagt, ich würde jetzt, zuletzt habe ich verwendet Anpressdruck 20 und Geschwindigkeit 5. Wichtig beim Vollquill ist nicht nur der Anpressdruck, der nicht zu hoch sein sollte, sondern auch, dass ihr nicht zu schnell arbeitet. Die Juliette ist ja unheimlich schnell. Und meine Erfahrung ist, dass der Vollquill einfach einen Moment auch braucht. Wenn der zu schnell über das Material geht, dann ist die Hitzeeinwirkung einfach nicht lange genug an einer Stelle. Das heißt, ihr lasst besser das nicht allzu schnell durchlaufen. So,
Ich glaube, Petras Empfehlung, Petra Auweiler schreibt hier gerade, sie benutzt die mittlere 2 Ringe, bezieht sich jetzt auch auf den Maker, auf die Maker-Frage, welches Tool man da verwendet. Danke, Petra, fürs Aushelfen. Wunderbar. So, also, jetzt bin ich abgeschweift. Ich halte es euch nochmal ganz nah hin. Drehe euch das einmal. So sieht die Variante mit den Schnörkeln aus. Wir können es auch nochmal platt machen. Dann könnt ihr vielleicht das Schnörkelmotiv auch nochmal ein bisschen anders einfach sehen. Ja, da seht ihr, dass ich das genau auch angepasst habe hier für dieses Sternmotiv, dass es mit den Faltlinien alles gut passt. So schaut das Ganze aus. Und auch hier wieder, Achtung, zack. Ich liebe die Dinger. Eine Handbewegung und der Stern ist wieder ein Stern. Das ist schon cool, oder? So, die Schnörkel-Variante und hier auch noch die Linien-Variante. Ich weiß nicht, ob die Linien-Variante jetzt wieder die Variante für die totalen Monks unter uns ist, aber ich mag die auch total, weil die einfach so schlicht, wie sie sein mag, vom Motiv her, die geometrische Form von dem Stern so schön betont. Und die Linienabstände, vielleicht hilft euch das einzuschätzen, welches Werkzeug ihr hier verwenden wollt. Der Linienabstand ist jeweils 1 mm. Das heißt, ihr wollt auf jeden Fall ein einigermaßen filigranes Werkzeug verwenden. Das ist die Variante mit den Zeichenlinien. So. Ich hoffe sehr, dass euch das gefällt. Ich hoffe auch sehr, dass ich euch so kurz vor Weihnachten mit so einem neuen Projekt nicht zu sehr unter Druck setze. Stresst euch bitte nicht zu sehr. Nächstes Jahr ist auch wieder Weihnachten, wenn euch die Sterne gefallen. Sie laufen euch auf gar keinen Fall weg. Die bleiben im Shop. Man kann die auch später noch basteln. Ihr könnt sie euch natürlich, wenn ihr das unbedingt wollt, auch jetzt noch sichern. Wie gesagt, aktuell gibt es noch die 15% Rabatt bis einschließlich Donnerstag. Das heißt, aktuell ist die Gelegenheit einfach günstig. Günstiger werden sie jetzt erstmal nicht. Aber macht euch bitte nicht selbst zu viel Stress vor Weihnachten. Wenn ihr es nicht mehr schafft, dann schafft ihr es nicht mehr. Ganz einfach. Ja, ich überlege Ich glaube, ich mache auch nach Weihnachten einfach weiter mit der Weihnachtsbastelei, weil dann bin ich nächstes Jahr endlich mal früh dran. So, ich mache jetzt noch platt. Man muss das auch so, man muss das mit Überzeugung machen. Au, wer könnte hier? Man muss da einfach so wirklich mit Schmackes draufhauen. Ich weiß gar nicht, warum mir das so viel Spaß macht. Warum macht mir das so viel Spaß? Ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe da wirklich einfach Freude dran. So, wir stapeln die schön, räumen die schön zur Seite und das ist wirklich, wirklich schön so zum Aufbewahren. Ach, herrlich. Herrlich. Ne? So. Okay. Jetzt kleben wir noch so einen Stern. Ich glaube, wir kleben noch schnell so ein Sternchen, oder? Damit ihr wirklich seht, wie schnell das geht, machen wir das einfach noch so eben schnell mit. Wir haben nämlich noch einen klitzekleinen Moment. Ich habe noch was, bevor ich jetzt Stern klebe. Ich fange ganz kurz damit an und sage euch, was ich da jetzt genau mache. Und während ich falte, komme ich nochmal rüber auf die andere Kamera und erzähle noch was anderes. Die sind wirklich ultra leicht gemacht, weil ihr seht, das sind diese 2 Streifen. Und ihr seht, hier sind die Faltlinien schon eingeschnitten. Ich schneide nach wie vor meine Faltlinien sehr gerne einfach mit. Und ich falte jetzt einfach immer im Wechsel, beginnend mit einer Bergfalte. Und dann können wir das Ganze gleich noch gemeinsam zusammensetzen. Aber ich falte nebenher. Wir nutzen die Zeit und ich komme hier nochmal zurück zu euch. Christina fragt ganz kurz, welchen Faden ich benutze. Warte, Christina, den hole ich ganz schnell raus. Ich habe ihn euch verlinkt, aber ich zeige ihn dir hier auch nochmal. Ich habe nämlich gerade eine neue Spule bestellt. Der hier ist es. Es ist hier zu hell, kann man das sehen? Gütermann Nähfaden, sehr stark ist das. Einfach auch nochmal hier in die Videobeschreibung schauen. Ich habe ihn dir hier verlinkt. Ja, genau. Petra schreibt auch, sie hat sich das auch vorgenommen. Sie bastelt jetzt einfach weiter für nächstes Jahr. Genau. Sorry, Nina, der Link fehlt. Dann hatte ich zumindest vor, euch den Nähfaden zu verlinken. Da habe ich einen Universaltipp für euch. Wenn ich das hier in der Beschreibung bei YouTube manchmal verbasel, könnt ihr auf meiner Webseite in der Regel gucken. Nicht immer. Ich bin nicht immer auf Zack. Ich habe nicht alles da immer verlinkt, aber ihr findet auf der Webseite einen Link mit eine Materialübersicht. Also wenn ihr oben im Menü einfach auf Material klickt, dann findet ihr da meine Materialtipps und da ist der Nähfaden mit drin. Und ihr findet es auch bei den jeweiligen Projekten. Wenn ihr also jetzt bei den Ziehsternen, bei den Ziehsternen im Shop schaut, da ist das Ganze auch in den Materialtipps verlinkt. Da ist normalerweise eine Angabe dazu, wie viel ihr braucht. Ja, perfekt. Noch 2 Fragen. Deko Ziehstern 2.
Nee, Alicia, guck mal, für den hier, das hier ist der Deko-Ziehstern 3. Und die Basisdatei für die Zeichengeschichten zu diesem Ziehstern ist entsprechend auch der Ziehstern 3. Ne, für dieses, was wir uns gerade angeguckt haben, hui, dreht er sich schnell. Mit den Linien und Schnörkeln, da ist das Basisprojekt dazu auch der Ziehstern 3. Falls im Text noch 2 steht, habe ich das verbaselt. Richtig wäre die 3. Für die Sterne, das versuche ich gerade noch mal näher zu erklären, müsst ihr ein bisschen wieder unterscheiden. Und zwar für diese Ziehsterne hier, für die hier, da nehme ich jetzt wieder die höhere Grammatur. Da habe ich 210 Gramm bzw. 220 Gramm verwendet. Das Goldpapier ist 210 Gramm. Habe ich euch hoffentlich hier am Video verlinkt. Und der weiße Bastelkarton, den ich verwendet habe, das sind die 220 Gramm von Folia. Und bei den Rosetten, kann ich hier auch gerade noch mal hochhalten, ne? Das waren diese, ne? Das waren die sehr dünnen, wo viel gefaltet wird. Da ist das dünnere Papier im Einsatz. Ah, und die Alicia hat an den roten gedacht. Du sprichst wahrscheinlich von dem roten Stern, dem Stern hinter mir. Kann das sein? So, dem hier? Der hier? Das ist der Ziehstern 2. Genau, der kam neulich in den Shop. Das ist der Ziehstern Nummer 2, der mit den 6 Spitzen und der Aussparung in der Mitte. Und hier ist auch Zeichnung dran. Ich kann euch den gerade noch mal ranholen. Na, das ist der Ziehstern 2. Das ist jetzt mit der Schnörkelzeichnung drauf. Das seht ihr jetzt hier, glaube ich, gerade ganz schlecht, weil da jetzt das Licht hier aus der Nähe so ein bisschen blendet. Und da gibt es auch eine Schnörkelzeichnung dazu. Da, geht den schnell kaufen, macht es sehr gerne. Das freut mich. Maren fragt gerade, ob auch Zahnseide für diese für die Sterne funktioniert. Ihr seid ja ultra kreativ, keine Ahnung, ob da Zahnseide funktioniert. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Wahrscheinlich, ja. Sag Bescheid, wenn du es ausprobierst. Gut, ihr Lieben. Ich habe gefaltet. Wir kleben noch schnell. Ich brauche mal eine Kleberolle. Kleberolle, Kleberolle. Ja, Kleberolle. Für, ja, oder Anglerfaden oder wie gesagt ein starker Nähfaden. Also man muss es auch nicht übertreiben. Starker Nähfaden geht auch gut. So. Oh, rucki-zucki, ich mache noch schnell hier einmal die Heißklebepistole an. Das hätte ich vorher schon machen können. Die braucht einen Moment, bis sie warm wird. In der Zeit klebe ich hier schon mal diese beiden Streifen aneinander. Einmal und noch einmal. Hier nehme ich übrigens sehr, sehr gerne einen Kleberoller, weil der Kleberoller halt trocken klebt. Und wer von euch schon Metallic-Papiere geklebt hat, weiß, dass die sich nicht so besonders schön kleben lassen. Die sind so ein bisschen undankbar, was die Kleberei angeht. So. So, und jetzt verbinden wir hier diese beiden Teile einfach miteinander. Und da seht ihr jetzt auch nochmal, was ich vorhin mit der Klebelasche gemeint habe, nämlich, dass die Laschen hier jetzt so aufeinander geklebt werden. Und dadurch steht die Lasche quasi dann an der Rückseite und es gibt kein gefächertes Faltsegment, wo wir hier eine Überlappung hätten. So, einmal kantenbündig und dann kommt noch der Überschlag drauf. Hier seht ihr auch dieses Löchelchen für die Aufhängung nochmal. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Einfach aufeinander. Seht ihr, dann habe ich den auch tatsächlich noch fertig gemacht. Das ist doch gut. Und einmal hier überschlagen. Dann falte ich ganz gern die Faltlinien hier an dieser Stelle nochmal nach, wo wir diese Klebeverbindung haben. Manchmal klebt man sich das nämlich so ein bisschen zusammen, so wie hier. Klebereste einmal weg. So, dann stelle ich das auf diese untere gerade Kante. Schiebe hier das ganze Teil nochmal so ein bisschen zusammen. Das habe ich nebenher gefaltet, als ich eure Fragen gelesen und beantwortet habe. Ich sage ja, dieses Berg-Tal-Falte-Ding, das geht einem irgendwann dermaßen in alles, in Leib und Seele über, dass man das einfach so nebenher machen kann. So. Habt ihr gesehen, ich habe das jetzt einfach aufgespannt. Ich stelle das auf die untere Kante, schiebe hier dieses ganze Teil so ein bisschen zusammen, klappe das hier oben auf und jetzt muss ich nur noch hier in die Mitte so einen kleinen Punkt Kleber reinmachen. Da nehme ich tatsächlich sehr gerne den Heißkleber. Ich bin sonst nicht der große Heißkleber-Fan, aber dafür ist der Heißkleber einfach echt gut. So, da brauche ich jetzt so ein bisschen Gespür.
So, und dann drücke ich dieses Teil einfach einmal nach unten. Und das verbindet hier die Rosette einfach einmal in der Mitte. Ich hole mir gerade noch schnell eine Pinzette, die kann man nämlich hier super benutzen, um einfach den Klebeüberschuss, der hier oben jetzt rausgekommen ist, einmal abzunehmen. Also ich nehme jetzt einfach hier den Kleberest einmal runter, drehe das Ganze schon, solange der Heißkleber noch warm ist. Dadurch kann ich es nämlich hier schön von meiner Bastelmatte ablösen. Ja, und damit ist hier die Sternrosette als solche eigentlich auch schon fertig. Oder? Das ging jetzt wirklich schnell. Ja, und jetzt kann man hier in der Mitte, wenn man will, noch ein Sternchen draufkleben. Oder, und ich glaube, das mache ich jetzt hier, man kann hier auch noch so Bling draufkleben oder so eine Halbperle. Bling oder vielleicht doch eher die Halbperle. Die habe ich auch noch hier, weil ich meinen Schneemann noch mal reparieren will. Ich glaube, die Halbperle. So. Ruckzuck. Das ist einfach so ein super schnelles Projekt. Wer wirklich einfach noch was ganz Schnelles, Einfaches machen will. Ne, so, Perlchen noch drauf. Obwohl die Klebestelle eigentlich echt gut geworden ist, aber ich finde, das macht das Ganze schon echt noch mal so ein bisschen schicker. So, noch ein Perlchen drauf. Und damit ist der Stern auch schon fertig. Und wenn man jetzt einfach nur irgendwie ein Gutscheinkärtchen hat oder von mir aus noch ein Zweigchen, Schleifchen mit dran und man hat einfach was in der Hand. Faden mit dran, dann kann derjenige sich das nachher auch aufhängen. Für die, die ganz schnell last minute noch was machen wollen. Ganz einfach, genau. Aber Annette, du wirst mir hoffentlich zustimmen, dass ich hier mal sagen darf, das ist ganz einfach. Da werde ich immer ein bisschen mit aufgezogen, vor allem von den Clubbis. Die haben sich das nämlich dieses Jahr sehr oft angehört. Irgendwie sage ich scheinbar häufiger, dass Dinge ganz einfach sind. Aber ich finde, hier ist es auch wirklich legitim. So, bevor ich mich jetzt verabschiede, ich will die Zeit heute unbedingt einhalten, sage ich nochmal Danke, ihr Lieben. Danke fürs Dabeisein. Generell danke für eure Zeit. Für das Jahr. Ich hoffe, wir sprechen uns noch mal in diesem Jahr. Ich kann noch nichts versprechen. Ich habe keine weiteren Pläne gemacht. Ich will hier zu Hause jetzt mal sehen, dass ich meinen Baum noch geschmückt bekomme und die Geschenke verpackt. Das heißt, ich bin noch nicht sicher, ob wir noch mal einen Stream machen dieses Jahr. Deshalb sage ich auf jeden Fall Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart. Wer zufällig Lust hat, im nächsten Jahr mit mir zu basteln, ihr habt nächstes Jahr die Möglichkeit, im Januar gibt es einen gemeinsamen Termin, gibt es ein Live-Basteln hier in meinem Heimatort. Könnt ihr auch einfach mal gucken, habe ich hier am Video auf jeden Fall verlinkt. Für diejenigen von euch, die es schon gebucht haben, die dabei sind, ich freue mich ultra darauf, einige von euch endlich hier mal persönlich zu treffen. Ich glaube, das wird super gut. Ich schicke mit vorweg die kleine Warnung, dass wir vorhaben, was etwas Schwierigeres, Größeres, Aufwendigeres, Papierprojektmäßiges zu basteln. Aber das wird gut. Wir haben auf jeden Fall eine gute Zeit zusammen. Ich freue mich schon sehr darauf. Der 27. Januar ist es ganz genau. Der Termin steht schon. Ganz viele haben auch ihr Hotelzimmer schon gebucht. Ich freue mich riesig. Das ist so das eine große Event für mich im Januar. Und im Februar startet dann der Club 2024. Das ist nächstes Jahr alles ein bisschen anders. Wer da dabei sein mag, hat auch da jetzt noch die Gelegenheit, sich einen Platz zu sichern. Der Club findet auf jeden Fall statt. Die Mindestteilnehmerzahl ist für beide Events, Veranstaltungen, wie auch immer, bereits erreicht. Und im Club läuft es eher dann so, dass die Leute, ihr, alle Clubmitglieder, kriegen dann immer das Projekt einfach, bevor es in den Shop wandert, weil das immer erst in den Shop wandert, wenn wirklich unser gemeinsamer Clubbastelabend auch durch ist. Wenn euch das eine oder andere interessiert, erzähle ich da aber auch gerne nach Weihnachten nochmal in Ruhe was dazu. Ich dachte nur, ich sage es hier nochmal, damit ihr es einfach auf dem Schirm habt. Falls wir uns nicht mehr hören vor Weihnachten, wünsche ich euch wunderbare Weihnachtstage. Und falls wir uns nicht mehr hören vom Jahreswechsel, wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Und für mich selbst wünsche ich mir Fotos, Fotos, Fotos. Ja, ich habe heute hier den Anfang gemacht. Wenn ihr hier zu Silvester euch die Brille gönnt oder auch die Krone, denkt an mich und schickt ein Foto. Ich würde mich riesig freuen. Ich freue mich immer sehr über eure Umsetzungsfotos. Ja, ich wünsche euch einfach eine gute Zeit. Kommt gut rein. Und wir sehen uns hoffentlich gesund, munter, glücklich und zufrieden im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, ihr Lieben.